Hallihallo, ich bin es mal wieder, der Somnidelius Solertius. In diesem Video präsentiere ich euch die englische adlige Prinzessin Anne Royal als die Darstellerin von Barbra Streisand. Ich habe dafür extra die neue Playlist Musiker angelegt, doch werde ich dieses Video nicht nur in dieser Playlist veröffentlichen, sondern zusätzlich dazu auch noch in der Playlist Adlige verraten ihre Fake-Identitäten. Ne? Der Grund dafür ist ganz einfach, nämlich dass die Prinzessin Anne ihre Fake-Identität als Barbra Streisand in der Tat selber verraten hat, bei einem öffentlichen Auftritt in einer anderen Fake-Identität, genauer gesagt als Carol Burnett, und zwar als sie sich einen kleinen Gag erlaubte, bei dem es sich mal wieder wirklich um einen Wink mit dem Zaunpfahl handelt. Bevor ich das konkretisiere, ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Ich habe ja in dem Video, das ich zuletzt in die Playlist Adlige verraten ihre Fake-Identitäten reingestellt habe, sehr präzise erklärt, warum die Adligen ihre Fake-Identitäten verraten. Und das habe ich auch an einem sehr guten Beispiel von Königin Letizia von Spanien dargelegt. Unter anderem habe ich da auch gezeigt, und das ist wirklich wichtig, dass die Momente, in denen die Fake-Identitäten in den Adelsshows sich verraten, dass das immer exakt die Momente sind, in denen gerade ein Gag gerissen wird, über den der Zuschauer lachen soll. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen für die Neueinsteiger, die sich fragen, hä? Warum sollten denn die Adligen so doof sein, bei ihren Auftritten Anspielungen zu machen, durch welche sie verraten, welche Fake-Identität von welchem Adligen gespielt wird? Eine relativ ausführliche Erklärung dafür findet ihr im gerade eingeblendeten Video, also in dem Video Königin Letizia von Spanien verrät ihren Gatten Felipe als Orlando Bloom. Ich will diese ausführliche Erklärung jetzt aber nicht nochmal wiederholen, sondern möglichst direkt zum Thema kommen. Soll heißen, ich schildere jetzt direkt den Fall, in dem Prinzessin Anne Royal durch eine humoristische Anspielung dem Fernsehzuschauer Pöbel öffentlich unter die Nase gerieben hat, dass sie Barbra Streisand spielt. Ja! Und ja, diese Anspielungen sind in der Tat immer in Gags verpackt. Das verspreche ich euch aus meiner 3,5 Jahre langen Erfahrung mit der Aufdeckung von blaublütigen Fake-Identitäten heraus. Die Prinzessin Anne macht es im Fall Barbra Streisand nämlich auch nicht anders. Denn Prinzessin Anne spielt neben Barbra Streisand auch die Fake-Identität Carol Burnett, und letztere ist ja eine Schauspielerin und Komikerin. Ne? Carol Burnett headlinete von 1967 bis 1978 und ich glaube danach nochmal irgendwann ab den 90ern die nach ihr benannte Carol Burnett Show, bei der es sich ja um eine Comedy-Show handelte. Also mit ganz vielen eingespielten Lachern zwischendurch. Bei einer der Folgen dieser Show aus dem Jahre 1972 parodierte Carol Burnett zusammen mit Jim Bailey einen Song von Barbra Streisand, nämlich den Song Happy Days Are Here Again. Dieser Jim Bailey war ein Transvestie-Künstler, der ebenfalls sehr oft als Comedian auftrat, der dafür bekannt war, als verkleideter Mann weibliche Sängerinnen nachzumachen. Die hohen Stimmen hat er meiner Meinung nach auf unglaubliche Weise hinbekommen. Also da ist der oder die Lilo Wanders aus unserer heutigen Zeit nichts gegen. In der Carol Burnett Show Folge aus dem Jahr 1972 verkleidete sich Jim Bailey also als Barbra Streisand. Und die Carol Burnett sang dann zusammen mit ihm oder ihr den Streisand-Song Happy Days Are Here Again im Duett. Ja, der eigentliche Witz an dieser ganzen Parodie war dann natürlich,
dass ja eigentlich die Adelige hinter Carol Burnett die Rolle von Barbra Streisand spielt. Und das war also mal wieder so ein blaublütiger Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung des Pöbels, dem die blaublütigen Verschwörer persönlich die pöbelverhöhnende Wahrheit unter die Augen reiben können, ohne dass es der sich berieselnde Fernsehsklave merkt. Ja, das fand die Prinzessin Anne bestimmt besonders lustig, es dem Pöbel auf diese Weise unter die Nase zu reiben. Dafür macht man sich auch gerne mal über eine seiner eigenen Fake-Identitäten lustig. So, dann kommen wir jetzt zum konkreten Bildvergleich. Also, das hier ist zum Einstieg ein absoluter Knüller, wie ich finde. Das sind 2 Fotos, jeweils so ungefähr aus den 60er Jahren. Und ja, also ich finde, da sieht die Prinzessin Anne schon extrem stark nach Barbra Streisand aus. Also wenn man mal die Gesichtsform nimmt, dieses ovale, dieses spitz zu laufende Kinn, dieser ovale Kopf insgesamt, die Nasenform, die Lippenform, die Augen, die Augenbrauen, also da passt einfach so extrem viel. Und jeder kann diese Fotos selber nachgoogeln. Da muss man in die Suchfunktion dann halt nur Barbra Streisand Young eingeben und Princess Anne Royal Young, also am besten auf Englisch alles. Dann findet man diese Bilder wirklich, ne? Tja, da zu den 60er Jahren, da war es auch einfacher, die Ähnlichkeit zwischen den beiden zu erkennen. Denn jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt ist es schon, sehen die schon wesentlich verschiedener aus. Also im Alter hat sich die Prinzessin Anne immer besser getarnt als Barbra Streisand. Aber bleiben wir erst nochmal in den 60er Jahren und kommen zum nächsten Bildvergleich. Ja, das ist auch der absolute Oberhammer. Da sieht man auch sehr direkt wieder dieselbe Gesichtsform, dieselbe Nasenform vor allem. Also immer diese typisch längliche Barbra Streisand Nase mit der abstehenden Spitze. Ja, das wird uns heute noch auf vielen Bildvergleichen auffallen. Hier habe ich jetzt übrigens auch zusätzlich nochmal für alle Leute, die es wirklich nicht glauben können, extra die Originalquellen angegeben, also die Fotos, die Quellen zu den Fotos, die könnt ihr selber rausgoogeln, die Fotos. Ihr habt da alle Infos eingeblendet, die ihr dafür braucht. Tja, also wer das anzweifelt, der ist irgendwie realitätsfremd. Das ist definitiv beide Male dieselbe Person. Etwas anspruchsvoller wird das aber jetzt, weil wir jetzt aktuelle Bilder von den beiden miteinander vergleichen werden. Und da hat die Barbra Streisand definitiv eine bessere Tarnung, als sie früher hatte. Und bei der Barbra Streisand muss man einfach sagen, je älter sie geworden ist, desto mehr sieht ihre Haut danach aus, als ob sie immer mehr mit Botox aufgespritzt wurde. Das wiederum wirkt bei ihr wie so eine gelbliche Plastikschicht, mit der ihr Gesicht künstlich aufgespeckt wurde. Aber natürlich hat das Ganze bei Barbra Streisand mit Botox und mit Schönheits-OPs und so nichts zu tun. Meiner Meinung nach auch sehr wenig mit Schminke, weil die Prinzessin Anne kann ja immer noch zwischen ihrem adeligen Aussehen und ihrem Fake-Identitätsaussehen in der Rolle von Barbra Streisand hin und her switchen. Also es ist für mich eindeutig dämonisches Shapeshifting und auch wenn es eher so aussieht wie so ein chirurgischer Eingriff, der eigentlich dauerhaft bleiben müsste, den man dann auch bei Prinzessin Anne in ihrer originalen Adelsgestalt sehen müsste. Nun denn, man sieht ja aber trotzdem
doch schon starke Gemeinsamkeiten, was die Biometrie angeht. Die Augenabstände, die längliche Nase, das Philtrum vor allem. Also wie jetzt halt auch der Abstand zwischen Nasenspitze und Oberlippe geformt ist. So diese kleine Wölbung, die davor steht bei Prinzessin Anne, die sieht man auch im selben Sinne, im selben Stile bei Barbra Streisand. Ich finde, der Mund ist sehr identisch geformt und auch die Abstände Augen, Nase, Mund sind total identisch bei den beiden. Bei diesem nächsten Bildvergleich fällt sofort die untere Form der Nase ins Auge, dass das sehr identisch ist, so schnabelförmig, spitz zulaufend. Der Mund sieht sehr identisch aus und vor allem die Mundfalten, also so die Abgrenzung der Wangen, ja, also der Bereich über der Oberlippe ist jeweils gleich geformt. Was natürlich auffällt als kleiner Unterschied ist, dass das Kinn bei Barbra Streisand spitzer zuläuft und tiefer zuläuft als bei Prinzessin Anne. Aber wer meint, das spricht jetzt dafür, dass das doch zwei verschiedene Personen sind, der sollte sich nochmal diese beiden Fotos aus den früheren Zeiten anschauen. Hier haben beide Charaktere dasselbe spitz zulaufende und relativ kurze Kinn und hier ebenfalls. Aber wie ich bereits gesagt habe, im höheren Alter hat dann Prinzessin Anne angefangen, sich für ihre Fake-Identität Barbra Streisand eine immer gewieftere Tarnung zuzulegen durch Shapeshifting. Oder ihr könnt meinetwegen auch glauben, dass das jetzt auf diesem Bildvergleich so ist, dass sie sich als Barbra Streisand eine Prothese drunter gesetzt hat oder was auch immer, ist egal, auf jeden Fall. Ich bekenne mich da zu meinem Glauben an dämonisch bedingtes Shapeshifting, bin aber froh über jeden einzelnen Aufgewachten, der davon ausgeht, dass alle Personen des öffentlichen Lebens weltweit von Adeligen gespielt werden, von europäischen Adeligen, auch wenn er meint, dass die Masken oder Prothesen tragen. Da will ich niemals einen Streit drum anfangen, sondern wir müssen da gemeinsam in einem Boot sitzen und in immer mehr Menschen das Bewusstsein verankern, dass alle Personen des öffentlichen Lebens, die ganzen Stars, Politiker von Adeligen gespielt werden. Bei diesem Bildvergleich fällt sehr schön auf, wie der Philtrum-Bereich wirklich exakt dieselbe Wölbung hat, also dieser Bereich zwischen dieser spitzen Nasenwölbung unten und der Oberlippe, eingegrenzt durch die exakt gleichen Mundfalten jeweils, und das Ganze schließt auch mit dem exakt gleich geformten Mund jeweils ab. Ja, also schaut euch diese Wölbung zwischen Nasenspitze und Mund an, zwischen Nasenspitze und Oberlippe. Das ist absolut identisch und auch irgendwie ein spezifisches Merkmal, das da heraussticht. Und hier wird auch mal die Identität der Augen deutlich. Ja, die sehen hier sehr identisch aus. Ja, noch ein weiterer Bildvergleich zwischen den beiden. Wie war das noch mit der spitz zulaufenden Schnabelnase? Und dann hier dieser letzte Bildvergleich, der vereint eigentlich alles, was ich bisher gesagt habe, in einem einzelnen Eindruck. Wobei es ja meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht nur ein Eindruck ist, das ist faktische Realität. Barbra Streisand, gespielt von Prinzessin Anne. Ich möchte ganz klar und deutlich zeigen, dass ich mich hier in keinster Weise verschwurbelt habe
oder irgendwie mich in wilde Spekulation verrannt habe. Denn es gibt ja auch dieses Video von der Carol Burnett Show von 1972 als Beweis, wo die Moderatorin Carol Burnett zusammen mit Jim Bailey den Song Happy Days Are Here Again von Barbra Streisand im Duett gesungen hat. Das werden wir uns gleich als Video anschauen. Aber vorher nochmal zur Erinnerung, wie mein Beweis funktioniert. Sollte sich herausstellen, dass diese Carol Burnett ebenfalls von Prinzessin Anne gespielt wird, dann ist die Prinzessin Anne überführt. Dann habe ich ihren Selbstverrat aufgedeckt. Dann habe ich aufgedeckt, wie sie uns als Adlige in ihren Fake-Identitäten zu verhöhnen versucht. Ich werde jetzt diesen Auftritt von Carol Burnett und Jim Bailey als Video abspielen, aber nur in etwas gekürzter Form, damit das Gesamtvideo hier halt nicht so lang wird. Den Link zum Video, wo ihr euch das Duett komplett anschauen könnt, den werde ich hier unter die Videobeschreibung setzen. Und ihr könnt ja mal alle versuchen rauszuhören, wie viel von der Stimme von Barbra Streisand ihr hier aus der Stimme von Carol Burnett raushören könnt. Viel Spaß! I just love that dress you have on. Well, that ain't exactly a schmata you're wearing neither. You know, why don't we sing a song? All right. What song do you want to sing? Huh? How about Happy Days Is Here Again? Barbara, it's Happy Days Are Here Again. Ain't that what I said? You said Happy Days. Don't pressure me, please. I'm a superstar. So long sad times, go long bad times. We are rid of you at last. Carol, would you help me out? I'm awful tired. Oh, yeah. Howdy, gay time. Howdy, great time. You are now a thing of Leute, seid jetzt bitte nicht sauer auf mich, dass ihr ausgerechnet auf meinem Kanal dieses gestellte Gejaule über euch habt ergehen lassen müssen. Es tut mir wirklich sehr leid. Also zur Verteidigung der beiden Protagonisten, die da gerade auf der Bühne standen, kann ich nur sagen, es sollte ja eine Parodie sein und kein Casting für eine Opernaufführung, ne? Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ihr kriegt auch eine Entschädigung von mir, denn guckt mal, was ich da Tolles für euch habe. Ein Match zwischen
Carol Burnett und Barbra Streisand. Und dieses Match ist bombastisch gut. Besser, als man es jetzt hier auf den ersten Blick einschätzt. Denn soll ich mal da die beiden Bilder ausschnittsmäßig ein bisschen vergleichen? Also so aus beiden Bildern einen Ausschnitt machen und die Ausschnitte dann nebeneinander stellen? Hier, schaut euch das mal an. Ist aus demselben Bildvergleich wie von eben. Und das sieht echt so aus, als ob da nur die Hautfarbe ein bisschen geändert wurde. Also die Augen sind total identisch, die Nase total identisch, der Mund total identisch. Es ist unfassbar. Da passt wirklich alles. Vor allem muss ich die Augen nochmal erwähnen. Also bitte, schaut euch das an, Leute. Hier habt ihr es als Close-Up. Da muss ich nicht mehr zu sagen, oder? Wahnsinn. Carol Burnett und Barbra Streisand sind eine und dieselbe Person. Tja, damit ist mein Beweis eigentlich schon abgeschlossen und die Prinzessin Anne erfolgreich überführt. Aber, wie ihr wisst, ich bin Perfektionist, ne? Und deswegen werde ich jetzt natürlich noch versuchen, Carol Burnett mit Prinzessin Anne zu matchen. Ja, was heißt versuchen? Also ich mache es einfach ganz direkt so, dass es so 100% objektiv bewiesen ist. Ihr kennt mich ja. Und naja, ihr seht schon, hier musste ich mal wieder auf ältere Fotos zurückgreifen. Das heißt, hier erfüllt sich wieder das, was wir bereits bei den Bildvergleichen zu Barbra Streisand gesehen haben. Ihr könnt es euch denken, die Prinzessin Anne hat sich auch bei ihrer Fake-Identität als Carol Burnett in jüngeren Jahren kaum getarnt, aber in älteren Jahren kamen dann schon wieder solche Unterschiede mit dem Kinn hinzu. Also da hat sie dann sich ein stärkeres Shapeshifting zugelegt sozusagen. Und also es ist immer sehr wichtig, auch die Bilder aus den Zeiten zu vergleichen, wo die zu vergleichenden Charaktere noch jünger waren. Und ich finde diesen Bildvergleich so genial. Also da passen die Augenbrauen, da passt die Form des Mundes beim Lachen, da passt die Nasenform, die Kinnform, die Gesichtsform insgesamt, die Augen, da passt alles. Und deswegen, damit es keine Zweifler geben kann, will ich auch zu diesen beiden Bildern jetzt erstmal die Quellen angeben, damit ihr sie selber raussuchen könnt. Ja, also gut, bitte sehr. Hier habt ihr die Originalquelle zum Foto, das ich auf der linken Seite des Bildvergleiches für Prinzessin Anne benutzt habe. Könnt ihr selber per Google-Suche finden, anhand der Infos, die da drunter stehen. Und dann habt ihr hier noch auch die Originalquelle zum Foto von Carol Burnett. Könnt ihr auch selber raussuchen. Ihr könnt selber dann die Bilder, die ihr rausgesucht habt, anhand der Infos nebeneinander stellen und feststellen, ja, das ist das, was dabei rauskommt. Tja, wir leben in einer Scheinwelt, die komplett von blaublütigen Fake-Identitäten inszeniert wird, nicht wahr? Hier noch ein weiterer Bildvergleich zwischen der jüngeren Prinzessin Anne und dem Foto von Carol Burnett. Ja, also da passt auch alles, wie man sieht. Und auch zu diesem Foto von Prinzessin Anne gebe ich euch gerne die Originalquelle an, wo ich das her habe. Bitte sehr. Ach ja, das war dieser Artikel über das Bouffant-Hair von Prinzessin Anne. Also ich habe auch irgendwo anders bei meinen Recherchen gelesen, dass Prinzessin Anne diese spezifische Frisur schon seit 60 Jahren
durchgehalten hat. Also die hat sie ja heute immer noch so, die Haare. Ja, ist natürlich ganz wichtig zu wissen. Gut, nehmen wir zur Kenntnis. Die sieht wahrscheinlich von der Frisur her auch immer so aus, direkt morgens nach dem Aufstehen. Jetzt machen wir aber mal den leichten, langsamen Übergang von der jungen Carol Burnett zur älteren Carol Burnett. Also ich finde, man kann die ältere Carol Burnett, so wie sie aktuell aussieht, durchaus mit der jungen Prinzessin Anne matchen. Sogar sehr gut, wie ich hier finde. Also von den Augenbrauen her, von der Nase her, von der Mundform her mal wieder, vom Kinn her. Ja, doch, also da passt sehr viel, wenn man mal bedenkt, dass da zwischen diesen Fotos 50 Jahre Zeitunterschied liegen. So, dann vergleichen wir jetzt mal auch die ältere Prinzessin Anne mit der älteren Carol Burnett. Ja, ich finde, da passt die Nase sehr gut, da passt der Mund sehr gut. Viele würden sich daran irritieren, dass jetzt bei Carol Burnett scheinbar das Kinn doch ein bisschen länger ist als bei Prinzessin Anne. Und die Augen scheinen hier auch verschieden zu sein. Aber das hängt auch mit Shapeshifting-Fehlern zusammen. Diese Shapeshifting-Fehler sind ein extrem kompliziertes Thema, weil es bei diesen Fehlern darum geht, dass sich das Kinn eines Adligen zum Beispiel in gewissen Kopfstellungen verlängern kann und bei anderen Kopfstellungen dann wieder verkürzt. Oder bei Prinz Pavlos von Griechenland ist es zum Beispiel so, dass wenn der grinst oder lacht, sein Kinn auf einmal so Michael Schumacher-mäßig 10 cm tiefer nach unten geht, also 10 cm an Länge zunimmt. Ja, so kommt es mir zumindest vor und ich glaube, da ist auch wirklich was dran. Aus meiner 3,5-jährigen Erfahrung muss ich das so sagen, auch wenn es sich jetzt anhört wie eine Ausrede oder Rechtfertigung. Nein, ist es nicht. Shapeshifting ist was Unnatürliches und dadurch kommt es auch zu unnatürlichen Phänomenen, die man als aufmerksamer Beobachter beobachten kann, wenn man sich ganz viele Bilder von einem bestimmten Star oder einem bestimmten Adligen anschaut. Und bei Carol Burnett ist es auch so, dass es von ihr Bilder gibt, wo sie halt ein längeres Kinn hat, weil sie ihren Kopf anders hält. Und das sind halt diese Shapeshifting-Fehler, die man so bei normalen Menschen nicht kennt, aber die Dämonen haben ihre eigenen Gesetze in gewisser Weise. Und ja, das meine ich wirklich ernst, so verrückt sich das anhört, denn ich kann euch hier einen Bildvergleich zeigen, auf dem Carol Burnett auf einmal ein kurzes Kinn hat, das genauso kurz ist wie das Kinn von Prinzessin Anne. Ich finde, hier sieht man auch wunderbar, dass die Augen doch identisch sind zwischen den beiden. Also das ist dieselbe Augenform mit denselben Augenabständen, mit denselben Augenhöhlen. Also ich liebe diesen Bildvergleich, der ist genial. Dieselbe Nasenform von den Nasenlöchern her wird auch deutlich und auch dieser spitze Zipfel unter der Nase, den wir schon bei Barbra Streisand gesehen haben. Ja, also wir sehen hier auch dieselben Mundfalten. Die sind bei Carol Burnett sehr gut getarnt, aber vom Ansatz her verlaufen sie ähnlich schmal, so in Richtung des Mundes und an den Wangen entlang, wie das auch bei Prinzessin Anne absolut typisch ist. Also hier in diesem Bildvergleich passt verdammt viel. Dann könnt ihr jetzt zum Abschluss des Videos nochmal diesen Bildvergleich auf euch wirken lassen und auch diesen Bildvergleich hier. Da finde ich, sieht man sehr schön, wie der Mund identisch ist und ja, man sieht, hier hat das Shapeshifting des Kinns diesmal richtig geklappt bei Carol Burnett. Also das Kinn ist länger und etwas kantiger als bei Prinzessin Anne und dadurch
funktioniert die Tarnung wohl auch, aber nicht bei mir, weil ich halt weiß, dass es Shapeshifting ist. Und auf dem anderen Bild, das ich eben gezeigt habe, wo das Kinn von Carol Burnett genauso kurz war wie das Kinn von Prinzessin Anne Royal, genauso kurz war wie das Kinn von Prinzessin Anne. Ja, genau dieses Bild hier, was man da sieht, ist ein Shapeshifting-Fehler, der darin besteht, dass die paranormale Verlängerung des Kinns beim Charakter Carol Burnett nicht funktioniert hat. Sie hat da auf einmal ein Kinn, das genauso kurz ist wie das Kinn von Prinzessin Anne. Aber so wie jetzt wieder auf diesem Bildvergleich muss es aussehen, wenn die Shapeshifting-Tarnung richtig funktioniert hat. Hier sieht man, dass das Kinn von Carol Burnett nämlich deutlich länger ist als das von Prinzessin Anne. Also da hat es geklappt. Man erkennt trotzdem, dass es dieselben Personen sind, vor allem am Mund, würde ich sagen. Ja, also der sieht sehr identisch aus. Und auch die Augenbrauen sind hier in derselben Höhe über den Augen und im selben Bogen geformt. Und wer sich wirklich vergewissern will, dass dieses längere Kinn bei Carol Burnett nur auf Shapeshifting zurückzuführen ist, also auf eine paranormal ausgelöste Tarnung, ja, der muss nur mal wieder in die Zeit zurückreisen, in der Prinzessin Anne noch nicht so viel Shapeshifting bei ihren Fake-Identitäten betrieben hat, wie bei Barbra Streisand, bei der haben wir das ja genauso gesehen. Schaut euch hier nochmal das Bild, also diesen Bildvergleich zwischen Prinzessin Anne und Carol Burnett an. Da ist die Kinnlänge exakt gleich und auch hier, tja, also ihr habt heute auch nochmal was über Shapeshifting gelernt, aber vor allem habt ihr objektive Beweise dafür erfahren, dass sowohl Barbra Streisand als auch Carol Burnett von Prinzessin Anne gespielt werden. Also Beweise nicht nur in Form von Bildvergleichen, sondern auch in der Gestalt, dass es niemals Zufall war, dass ausgerechnet Carol Burnett zusammen mit Jim Bailey dieses Lied Happy Days Are Here Again von Barbra Streisand gesungen hat. Damit ist Prinzessin Anne eindeutig als Täterin überführt, die die Fernsehzuschauer der Carol Burnett Show 1972 kräftig verarschen wollte. Damit ist eine weitere Art und Weise, wie Adlige ihre Fake-Identitäten verraten, aufgedeckt. Und ich habe meinen Job damit erfüllt und kann mich von euch verabschieden. Tschüss, euer Somnidelius Solertius. Danke an alle, die dieses Video komplett angeschaut haben.